Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und heute stellen wir euch dieses Teil hier vor, die Trockentrenntoilette Trilino L. Wir gehen kurz darauf ein, was eine Trockentrenntoilette überhaupt ist und wo ihre Vorteile liegen, sagen euch dann, warum wir uns genau für diese hier entschieden haben und zeigen euch im Anschluss auch noch den Einbau der Trilino L in unseren Knaus Boxster Kastenwagen und den Ausbau unserer bisherigen Chemietoilette. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, dann verpasst ihr auch nicht den Aktionscode für die Trilino, den wir am Ende für euch haben. Ein Hinweis zur Transparenz: Wir haben die Trilino L von meinetrenntoilette.de zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen steht hier oben auch irgendwo Werbevideo. Das heißt aber nicht, dass wir in unserer Meinung eingeschränkt sind. Wir können sagen, was wir denken, und wir können auch negative Dinge ansprechen, wenn sie uns aufgefallen sind. Und unsere Meinung basiert auf Erfahrung, denn wir haben die Trilino jetzt schon seit 3 Wochen hier bei uns zu Hause getestet. Ja, Trockentrenntoiletten sind nicht mehr neu, aber für die, die bisher noch keine Berührungspunkte mit ihr hatten, stellen wir einmal das Konzept kurz vor. Das Hauptmerkmal einer Trockentrenntoilette ist, dass sie ganz ohne Wasser auskommt und das Flüssige vom Festen getrennt wird. Ein Trenneinsatz sorgt dafür, dass der Feststoff hinten in den Eimer und der Urin vorne in den Behälter gefüllt wird. Auf ganz natürliche Weise, denn der menschliche Körper ist sowieso dafür gemacht. Warum macht man das? Einfachere Entsorgung, weniger Geruchsentwicklung, keine Chemie und damit besser für die Umwelt und mehr Autarkie. Diese 4 Aspekte wollen wir jetzt kurz erläutern. Erster Punkt: Entsorgung. Die Feststoffe müssen seltener entsorgt werden. Das Ganze ist deutlich weniger nervig, weil man nicht auf Entsorgungsstationen angewiesen ist. Und hygienischer als die Chemietoilette ist es auch noch. Denn der Feststoff kommt einfach in den Restmüll. Im Eimer ist ein Beutel, den macht man zu, nimmt ihn raus und schmeißt ihn in die nächste verfügbare Mülltonne. Das Flüssige könnte in jede Entsorgungsstation, aber da im Tank eben keine Chemie verwendet wird, kann man auch einfach an jeder Toilette entleeren. Also keine endlose Suche mehr nach Entsorgungsstationen, kein nerviges Hantieren mehr mit den schweren Kassetten und ja, üble Gerüche gibt's auch nicht mehr. Denn wer ein Chemieklo hat, der weiß, wie übel diese riechen können, spätestens bei der Entsorgung. Bei der Trockentrenntoilette ist das deutlich anders. Wir wollen jetzt nicht behaupten, dass da gar kein Geruch entsteht, aber der Unterschied ist riesig, wirklich überhaupt gar kein Vergleich. Denn der große Gestank entsteht erst dadurch, dass in der Kassette fest und flüssig vermischt werden und da so eine richtig schöne Suppe entsteht. Das ist bei der Trockentrenntoilette eben nicht der Fall, dadurch, dass fest und flüssig getrennt werden. Der Feststoff, der in den Eimer mit Streu fällt, trocknet da schnell und riecht dann auch nicht mehr. Das sagt selbst ich mit meiner empfindlichen Nase. Das Ganze kann man mit einem Lüfter noch unterstützen und beschleunigen, der dann die Luft absaugt und umwälzt. Und der Urin, klar, wenn man Spargel oder Knoblauch gegessen hat, dann riecht der natürlich auch, aber das ist nicht ansatzweise mit einer Kassettentoilette zu vergleichen. Außerdem kann man den Urinkanister auch viel einfacher mal eben zwischendurch entleeren. Und wenn das mal aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht geht, dann hat man immer noch diesen Stopfen hier, der in das Loch vom Trenneinsatz gesteckt wird. Wir haben das bisher aber definitiv noch nicht für nötig gehalten. Und wenn jemand noch empfindlicher ist, dann kann man ja wie gesagt noch den Lüfter anschließen, der die Luft dann nach draußen absaugt. Also für uns ist es ein richtiger Segen und das Ganze eben ohne Chemie. Denn genau, es ist keine Chemie nötig, keine Tabs, keine Flüssigzusätze, einfach ein bisschen Streu mit auf den Feststoff. Und das war's. Das Streu unterstützt nicht nur die Trocknung und unterbindet die Geruchsbildung, sondern deckt den Feststoff auch ab, sodass man sich nicht erschrecken muss, wenn man den Deckel aufmacht. Wir haben bisher das Streu mit dem fantastischen Namen Kackpulver benutzt, das wir zusammen mit unserer Trockentrenntoilette bestellt haben. Das ist eine Mischung aus Pflanzenkohle und Gesteinsmehl und ein paar anderen Sachen, das speziell für Trockentrenntoiletten entwickelt wurde und ist eine 100%ige Tochter von Viva Con Aqua, das heißt, damit werden auch noch soziale Projekte unterstützt. Und das funktioniert auch super, ist aber am Ende des Tages relativ teuer und auch in der Handhabung ein kleines bisschen nervig, weil es so ein bisschen schwarz abfärbt. Deswegen haben wir bisher immer einen Löffel benutzt. Die meisten Leute benutzen wohl einfach Kleintierstreu oder Sägespäne. Wir haben aber auch schon von Leuten gehört, die Kokosfasern oder sogar getrockneten Kaffeesatz genutzt haben. Daher die Frage an euch, an die, die schon eine Trockentrenntoilette nutzen. Welches Streu benutzt ihr? Womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Was könnt ihr uns empfehlen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Zweiter Punkt zum Thema Umweltfreundlichkeit. Die Trockentrenntoilette kommt komplett ohne Wasser aus. Das spart natürlich Ressourcen und schützt die Umwelt. Zur Reinigung kann man einfach gelegentlich mit so einer Zitronensäurelösung durchwischen, die wir hier in so einer
praktischen Sprühflasche haben. Ein ganz wichtiger Punkt für uns ist auch mehr Autarkie. Das heißt, wir haben längere Standzeiten durch die längeren Entsorgungsintervalle des Feststoffs und sind nicht mehr auf Entleerungsstationen angewiesen, was für uns als Freisteher natürlich mega gut ist. Außerdem haben wir eben keinen Wasserverbrauch mehr für die Toilette. Das heißt, wir müssen weniger häufig Wasser auffüllen und schonen die Umwelt. Und am Prozess, wie man sein Geschäft verrichtet, ändert sich gar nichts. Es ist ein ganz normales Auf die Toilette gehen. Der Körper ist dafür gemacht. Nur der Schritt mit der Spülung fällt weg. Das Klopapier kommt einfach mit in den Feststoffbehälter. Wir haben auch schon von Leuten gehört, die das Klopapier separat sammeln, um den Eimer weniger häufig entleeren zu müssen. Das halten wir aber nicht für nötig. Und dann kommt eben noch ein bisschen Streu oben drauf. Bei Bedarf wird die Sprühflasche zur Reinigung eingesetzt. Das war's. So, die Vorteile der Trockentrenntoilette sind jetzt hoffentlich klar geworden. Denjenigen unter euch, die eh schon so eine nutzen, denen werden wir wahrscheinlich nichts Neues erzählt haben. Die Vorteile liegen einfach auf der Hand. Und jetzt wollen wir euch sagen, warum wir uns genau für dieses Modell, für die Trellino L entschieden haben. Erster Grund, wir finden sie einfach richtig schick. Sie gibt es auch in Grau, auch stylisch. Wir fanden Weiß einfach besser. Und es gibt sie auch in kleiner, die heißt dann einfach nur Trellino, ohne das L, die ist ungefähr halb so groß. Die eignet sich besonders für kleinere Camper oder wenn man nur mal so ein Wochenende unterwegs ist. Die gibt es dann in ganz vielen verschiedenen Farben, aber bei dieser hier kann man zum Beispiel dann auch, wenn man möchte, den Deckel in der Farbe anstreichen, wie man das haben möchte. Da kann sich jeder entfalten. Dann, sie ist aus einem Guss hergestellt, keine fummeligen Kleinteile, also super zum Reinigen. Und dann eben das durchdachte und bewährte Design. Das Teil ist super stabil, das ist hochwertig verarbeitet, die Sitzfläche ist angenehm. Der Deckel wird von starken Magneten nach unten gehalten, sodass da wirklich gar nichts wackelt. Es gibt einen Lüfter, der Spritzschutz funktioniert super. Wir haben das mal getestet und den Urintank voll gemacht mit Wasser. Ihr seht das jetzt hier und gewackelt. Da ist überhaupt nichts rausgekommen. Meine Trenntoilette.de empfiehlt zwar, den Urintank während der Fahrt mit einer Verschlusskappe zu verschließen, aber wir sind der Meinung, das muss nicht sein. Das Teil funktioniert super. Von daher, hier passt alles. Vor allem war für uns aber auch die Größe entscheidend, denn sie muss ja auch in unseren Van passen und das heißt bei uns, sie muss hinter die Raumbadtüren passen. Die Trellino L ist super kompakt, die Maße blenden wir euch hier ein. Sie hat die optimale Sitzhöhe von 45 cm, damit ist sie noch ein bisschen niedriger als unsere alte Toilette. Das ist aber super, weil unsere alte Toilette für uns ein bisschen zu hoch war, passt also perfekt. Trotz der kompakten Maße hat sie verhältnismäßig große Behälter, 10 Liter für flüssig, das reicht ungefähr für 2 bis 3 Tage und 10,5 Liter für fest, das reicht wahrscheinlich so für 1 bis 2 Wochen. Das kann man nochmal deutlich verlängern, wenn man sich einen zweiten Urinkanister dazu bestellt, so wie wir es getan haben. Sie gibt es wie gesagt auch noch eine Nummer kleiner, das ist dann Trellino ohne L. Die eignet sich vor allem für kleinere Camper, die nicht so viel Platz haben. Da kann sie dann in den Schrank gestellt werden oder auch als Hocker genutzt werden. Aber da sind die Behälter natürlich merklich kleiner und das kam für uns nicht in Frage. Ein weiteres Argument war, dass die Trellino in Deutschland hergestellt wird. Das ist ein absolutes Plus. Teilweise wird sie sogar in Werkstätten für behinderte Menschen hergestellt. Das ist ein sozialer Aspekt, den wir wichtig und gut finden. Außerdem ist sie so hergestellt, dass sie super recycelt werden kann. Hier ist nichts miteinander verklebt. Es kann schön sortenrein getrennt werden. Wenn sie also dann doch irgendwann mal das Zeitliche segnet, kann man sie gut recyceln. Bevor wir euch jetzt gleich noch ein bisschen mehr von unseren Erfahrungen mit der Trellino L berichten, denn wir haben sie ja jetzt schon seit 3 Wochen im Test, um herauszufinden, ob wir sie wirklich gut finden und ob wir sie wirklich in unseren Van einbauen wollen, zeigen wir euch jetzt erstmal, wie einfach es ist, die Chemietoilette auszubauen und die Trellino L einzubauen. So, wir sind jetzt unter das Carport gefahren, weil es natürlich wieder angefangen hat zu regnen. Hier bauen wir jetzt die Chemietoilette aus. Als erstes nehmen wir natürlich die Kassette raus. Dann sollten es, ich glaube, 6 Schrauben sein, die man lösen muss. Dann den Wasseranschluss abziehen, die Elektrik von der Spülung abziehen und dann sollte es das eigentlich schon gewesen sein. Ob das tatsächlich so einfach ist, ja, werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und ja, nicht wundern, dass hier irgendwie so Dinge rumbaumeln. Wir haben die ja sehr viel genutzt in den letzten fast 3 Jahren. Die ist einfach schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen.
Die will nicht, da werden wir uns irgendwie gleich was einfallen lassen müssen. So, das war's. Raus ist sie. Die Plastikteile am Anfang rauszukriegen, das war ein bisschen schwierig. Da musste man doch ordentlich Kraft anwenden. Abgesehen davon, es waren 8 Schrauben, aber auch das kein Problem. Auf dem Wasseranschluss ist jetzt ein Stopfen mit einer Schlauchstelle. Die Kabel sind raus. Den werden wir wahrscheinlich für den Lüfter benutzen. Und das war's. Top. Entschuldigen Sie, kann ich bitte ein Eis haben? Ja, was wollen Sie für eine Sorte? 3 Kugeln, egal was. Ich mag alles. Okay. Hauptsache viel. Muss doch mal kurz weg. So, der erste Schritt vom Einbau ist der Lüfter. Dafür müssen wir ein Loch ins Auto machen. Es hilft leider nichts. Ich habe mir das hier schon angezeichnet und machen wir jetzt mal. Shit. Ja, das hat nicht geklappt. Ja, warum das passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich habe ich irgendwie zu feste gedrückt oder Seitwärtsbewegung. Ja, ich konnte den zum Glück hier austauschen und jetzt versuchen wir das erneut. Und die Kratzer im Lack sind zum Glück nicht relevant, weil da kommt eh so eine Sogkappe vor gleich. Naja, hoffen wir einfach, dass das nicht nochmal passiert, weil noch einen in der Größe habe ich nicht. Metallspäne kleben hier am Magneten. So, jetzt noch ein bisschen entgraten. Ich mache jetzt noch ein bisschen Lack drauf. Auch auf die Stelle einfach, also wir haben den, damit das nicht irgendwann mal anfängt zu rosten. So, hier kommt jetzt von innen einfach der Lüfter da dran, wird dran geschraubt. Ich habe den schon mal verkabelt, der Strom kommt von dem Bedienteil der Dometic, also von der Spülung, die wird ja eh nicht mehr gebraucht. Es sieht ein kleines bisschen abenteuerlich aus, weil ich hier noch provisorisch mal einen kleinen Schalter dazwischen gebaut habe, damit wir entscheiden können, ob der Lüfter an oder aus ist. Ich gehe zwar davon aus, dass wir den die ganze Zeit durchlaufen lassen, aber wir wollten zumindest jetzt mal in der Anfangsphase einfach mal schauen von der Geräuschentwicklung her, ob wir ihn an- und ausmachen wollen. Deswegen der Schalter, aber muss man nicht. Bei dem Lüfter war dieses Lüftungsgitter hier dabei, das benutzen wir aber nicht. Wir haben uns stattdessen hier so ein Sogfiltergehäuse geholt. Hier kann man Aktivkohlefilter noch reinlegen und dann kommt der hier davor. Und um den festzumachen, müssen wir als erstes da eine kleine Silikonnaht dran machen und dann 6 Schrauben und dann war es das.
So, jetzt haben wir erstmal die Rückwand dicht gemacht. Ich habe einfach ein Stück Stahlblech genommen, das weiß lackiert, ein Loch für den Lüfter rein und hier dran geklebt. Man könnte es auch noch mal irgendwann schrauben, wenn es doch nicht halten sollte, aber ich habe ein relativ gutes doppelseitiges Klebeband genutzt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es hält. Jetzt könnte man die Trillino einfach hinstellen, festschrauben, Lüfter reinstecken, fertig. Wir haben uns dazu entschieden, die Trillino nicht einfach im Bad festzuschrauben, sondern sie mit Magneten zu befestigen. Einerseits, damit wir keine Löcher in das gute Stück machen müssen, andererseits, damit wir die Möglichkeit haben, sie immer mal wieder rauszunehmen, um sie ordentlich zu reinigen. Wir haben uns dafür so Hochleistungsmagnete geholt, die halten jeweils 22 Kilo. Die kleben wir jetzt hier an die Unterseite mit Dekalin, das sollte bombenfest halten, und im Bad auf dem Boden, da kommt ein kleines Stahlblech, wo sie dann dran festhaften. Das machen wir jetzt. Dadurch, dass wir sie jetzt schon in unseren Van eingebaut haben und die alte Kassettentoilette rausgeschmissen haben, haben wir wahrscheinlich schon ein bisschen vorweggenommen, dass wir die Trillino echt super finden. Wir haben sie jetzt knapp 3 Wochen hier, haben sie in der Wohnung getestet und sind echt mega zufrieden damit. Es hat so gut funktioniert. Von der Benutzung her ist es eigentlich kaum eine Umstellung. Man setzt sich ganz normal hin, verrichtet sein Geschäft. Das funktioniert für mich als Frau sehr gut, aber auch für Dirk als Mann. Im Anschluss gibt man einfach ein bisschen Streu in den Feststoffbehälter, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen und auch die Geruchsbildung zu neutralisieren. Und im Urinteil geht man dann ab und zu mal mit der Sprühflasche ran und wischt durch. Dafür wird, wie gesagt, Zitronensäure als Lösung mit Wasser empfohlen. Ansonsten ist eigentlich alles gleich, man muss halt nur nicht mehr spülen. Die Geruchsbildung ist dabei, wie wir es gerade schon mal erwähnt haben, wirklich absolut minimal, und das, obwohl wir bisher ja noch nicht mal den Lüfter installiert haben, weil wir sie ja eben in der Wohnung getestet haben. Jetzt im Camper mit dem Lüfter dürfte das wirklich überhaupt gar kein Thema mehr sein. Dann noch ein Wort zum Lüfter. Im Bestellprozess kann man angeben, ob man das Loch dafür links oder rechts haben will. Man kann auch sagen, bitte bohrt uns noch kein Loch, das machen wir selber. Dazu haben wir uns entschieden, damit wir dann eben vor Ort gucken können, wo er am besten hinpasst. Die Stromversorgung dafür läuft über einen 12-Volt-Anschluss. Der Stromverbrauch ist minimal, die genaue Milliamperezahl blenden wir euch hier ein, aber das kann man vernachlässigen. Wer möchte, kann sich aber natürlich noch zusätzlich einen Schalter einbauen und den Lüfter dann halt nur bei Bedarf betreiben. Aber wie gesagt, wir lassen ihn, denke ich, einfach so durchlaufen. Und dann noch ein Wort zur Entsorgung, denn auch wenn diese Beutel kompostierbar sind, dürfen sie am Ende nicht auf den Biomüll. Das hat einfach mit der Weiterverwertung von Bioabfällen zu tun, denn auch wenn sie aus nachwachsenden organischen Rohstoffen sind und sich am Ende zersetzen, ist das hier einfach so. Ist das gleiche mit Kotbeuteln von Hunden, die müssen am Ende auch auf den Rest. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Kommen wir zu unserem Fazit. Für uns ist die Trillino Trockentrenntoilette absolut ideal. Hätten wir vor unserer Asienreise von ihr gewusst, hätten wir sie bestimmt schon da eingebaut. Ja, auf jeden Fall. Wir wissen, der Preis ist hoch. Wenn man sich aber andere Trockentrenntoiletten oder auch Chemietoiletten von Tedford oder Dometic anschaut, dann sieht man schnell, dass sie sich alle so auf diesem Niveau bewegen. Und klar, natürlich kann man auch ein einfaches Eimerklo von Amazon oder aus dem Baumarkt benutzen.
benutzen, aber das ist für uns mit der Trellino L gar nicht vergleichbar. Nee. Das Ding ist eine vollwertige Toilette, top verarbeitet, super Qualität, mega stabil, da wird man bestimmt lange mit Freude haben. Außerdem wird sie, wie gesagt, in Deutschland hergestellt. Es werden soziale Projekte unterstützt mit den Behindertenwerkstätten. Letztens gab es eine Aktion, da wurden Bäume gepflanzt. Alles in allem finden wir das also definitiv okay. Und wie gesagt, es gibt eben auch noch die Trellino in der kleineren Version, die dann auch entsprechend günstiger ist. Wer also nur wenig Platz hat oder nur am Wochenende unterwegs ist, für den ist das vielleicht die bessere Alternative. Ganz egal, für welche Größe du dich entscheidest, wenn ihr bei der Bestellung auf meinetrenntoilette.de den Code OTTER eingebt, bekommt ihr einen zusätzlichen Deckel und 3 Rollen kompostierbare Beutel gratis mit dazu. Das Ganze hat einen Wert von rund 25 €. Den entsprechenden Link dazu und auch nochmal den Code schreiben wir euch unten in die Videobeschreibung und pinnen ihn auch nochmal in den Kommentaren an. Wir hoffen, dass wir euch bei der Entscheidungsfindung ein bisschen helfen konnten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Das freut und hilft uns wie immer sehr. Und was meint ihr? Könnt ihr euch vorstellen, eine Trockentrenntoilette zu benutzen oder bleibt ihr lieber beim altbewährten Chemieklo? Schreibt uns gerne unten in die Kommentare. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Also vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.